Die hier gezeigten Werke im Fotohof sind eigentlich ursprünglich drei verschiedene Werkgruppen, die sich aber alle thematisch sowie medientechnisch verzahnen ineinander. Das sind wiederkehrende Themen wie die psychologische Aspekte von Erinnerungen, Hypermaskulinität und vor allem auch diese Entwicklung von Identität, vor allem als junger Mensch. Und also die Arbeiten hier, das geht von den Jagern, also Jager, das Buch, was dann auch später mit dem Fotohof publiziert worden ist, von 2016 bis hin zu den neueren Arbeiten wie die How Far is a Light Year, die 2018-19 entstanden ist und die Vaterschaft und diese Distanz oder diese Überbrückung von Distanz durch das Medium untersucht. Bis hin zur eigentlich aktuellsten Werkgruppe mit dem Titel The Mind is a Voice, The Voice is Blind, die diesen kognitiven Dialog zwischen Erinnerungen und dem Bewusstsein untersucht und in der ich auch so eine Formsprache versuche zu entwickeln für mich, in der der Prozess der Fotografie eigentlich zu einer eigenen emotionalen Ebene wird. Meine Arbeit ist meist autobiografisch oder hat einen autobiografischen Kern, anhand dessen ich psychologische Aspekte von Emotionen durch fotografische Prozesse und deren Abwandlungen untersuche. Jede Werkgruppe ist eigentlich strukturiert als sequentielle Abfolge, in denen aber verschiedene Medien gemischt werden. Das heißt, aber im Zentrum deren liegen immer eigentlich diese Abwandlungen, diese Prozesse von fotografischen Prozessen. Das heißt, mein Ausgangsmaterial bleibt und ist die Fotografie, aber das wird dann sozusagen zu einem neuen Medium oder zu anderen Medien ausgeformt. Das heißt, ich gehe eigentlich von reinen fotografischen Aufnahmen bis hin zu bildbasierten 3D-Animationsvideos und wie in der neuesten Arbeit oder in der aktuellsten Werkgruppe jetzt auch bis zu skulpturalen Werken. Und die haben aber alle eben diesen autobiografischen Unterbau und ich nenne das gerne dann als eine Arbeit aus der Erinnerung und aus der ich wieder eben durch diese Prozesse wieder diese emotionale Ebene bilde. Mein Prozess ist generell ein sehr langwieriger. Das heißt, eigentlich bevor ich überhaupt mit der Produktion oder mit dem Produzieren von Fotos oder von den Arbeiten anfange, ist es so, dass ich eigentlich 3 bis 4 Monate eigentlich nur schriftlich die Ideen aufschreibe. Das ist wirklich sehr zehrend aber somit kann ich wirklich sozusagen diese Ideen und Gefühle auch aus mir herausholen, wirklich. Und genau, und dann gibt es wie ein Baum, wo man sozusagen den fällt bis zur Wurzel. Im Endeffekt bleiben dann vielleicht 5, 6 Bilder übrig, wie bei einem Storyboard eigentlich. Und so verbinde und verknüpfe ich auch dann diese Abfolgen. Und so, erst dann wird eigentlich der Prozess sehr fluid. Und am Anfang ist es wirklich sehr strukturiert, also das brauche ich, bis es eben dann so läuft sozusagen. Durch das Arbeiten mit dem persönlichen Archiv entsteht so eine Art Arbeit aus der Erinnerung, also ein Working from Memory. So. Und die Arbeit, wie zum Beispiel im Hintergrund, die Videoarbeit, die wurde rein aus persönlichem Archivmaterial generiert. Das sind Prozesse, da sind circa 200 bis 250 Fotografien sozusagen eingebaut. Und das ist natürlich keine wirkliche Depiction, also keine wirkliche Darstellung von der Vergangenheit. Weil diese Softwaren, die so sozusagen zusammenarbeiten, die alle wieder Lücken hinterlassen. Und genau das aber, diese Lücken, die sie hinterlassen, formt eine sehr schöne Analogie zu unserem eigentlichen kognitiven Erinnerungsprozess und passt sich dazu sehr gut an. Der Prozess ist sehr anstrengend und geht sehr tief, ist ein sehr zermürbend auch manchmal. Da du ja total immer wieder dieses Paket eigentlich an Erinnerungen zu dir holst, aufmachst, wieder wegschickst. Es wird immer kleiner dadurch,
Aber es wird halt trotzdem, es ist immer dieses sehr nahe in sich reinsehen und ja, dann trotzdem auch sehr offenlegen damit. Aber ich finde genau das schön. Ich weiß nur, wie ich damals inspiriert war von Künstlerinnen und Künstlern, oder zum Beispiel Frank Ocean, der einfach auch diese Verletzlichkeit einfach preisgegeben hat und auch ja, sozusagen ein Thema, was damals noch nicht so ja, offen drüber, vor allem in der Musikwelt eigentlich dann gesprochen wurde, ist, angesprochen hat und genau dann eigentlich so eine Figur geworden ist, über die man dann auch irgendwie mehr über diese Themen spricht und das versuche ich auch ein bisschen in dem Sinn.